Heute sprechen wir über topische, also direkt auf die Haut aufgetragene Steroide. Du kennst sie wahrscheinlich eher unter dem Namen Cortisoncremes. Corticosteroide behandeln die Neurodermitis, indem sie die Entzündungsreaktion, die in der Haut abläuft, unterdrücken. Sie sind in verschiedenen Stärken erhältlich, also von mild, moderat zu stark und dann eben auch sehr stark. Dein Arzt oder deine Ärztin wird anhand der Schwere deiner Neurodermitis, deines Alters und anhand der zu behandelnden Körperstelle entscheiden, welche Stärke die richtige für dich ist. Wenn du unsicher bist, wie du sie anwenden sollst, sprich immer bitte mit deinem Arzt und frag einfach nach. Topische Steroide oder eben Cortisoncremes unterdrücken eben diese Entzündung in der Haut, anstatt die Ursache der Entzündung zu behandeln. Das können wir nämlich aktuell nicht. Sie heilen also nicht, sondern helfen nur, dein Ekzem unter Kontrolle zu bringen und sind damit besonders hilfreich, wenn du einen akuten Schub hast. Wende die Cortisoncreme immer so an, wie dein Arzt es dir empfohlen hat, einschließlich des Wo's, wie oft und auch wie lange. Wenn du weniger als empfohlen benutzt, kann es nämlich auch dazu führen, dass deine Neurodermitis schwerer zu kontrollieren ist im Verlauf und du dann eben ein noch stärkeres Präparat brauchst. Weder zu viel noch zu wenig ist hier die goldene Regel. Eine Fingerspitzeneinheit ist die Menge an Creme oder Salbe, die eine Fingerspitze von einem erwachsenen Finger bedeckt, also wirklich von der Spitze bis zur Falte vom ersten Gelenk. Das reicht, um eine Hautfläche von der Größe zweier Hände zu behandeln. Immer nach eurer Hand natürlich gucken, weil je nachdem, wie groß die Hand ist, ändert sich das natürlich auch. So kannst du aber sicherstellen, dass du die genau richtige Menge an Cortison verwendest. Eben nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Möglicherweise verschreibt dir dein Arzt auch mehrere Cortisoncremes mit unterschiedlicher Potenz für verschiedene Körperbereiche, da einige Stellen, wie zum Beispiel das Gesicht oder der Intimbereich, anfälliger für Nebenwirkungen sind als andere. Du kannst sowohl deine Bodylotion als auch das Steroid zur gleichen Tageszeit verwenden. Du solltest aber zwischen den Behandlungen so 15 bis 20 Minuten einrechnen, weil dann die Haut die erste Creme aufnehmen kann und bereit ist für die zweite. Eine Steroidbehandlung sollte im Allgemeinen nicht durchgeführt werden, wenn dein Ekzem infiziert ist. Es sei denn, sie wird mit einem gemeinsamen Antiinfektivum kombiniert, aber das sollte eben dein Arzt auch entscheiden. Manchmal empfehlen Ärzte auch eine sogenannte proaktive Therapie. Das bedeutet, dass du deine Cortisoncreme einmal pro Woche an den Stellen auftragen solltest, wo deine Neurodermitis immer als erstes auftritt. Diese Form der Therapie soll auch dann passieren, wenn die Haut gerade gesund ist. So können wir zum Beispiel Schübe reduzieren und einfach den Gesundheitszustand der Haut einfach verlängern. Führe diese Therapie nur durch, wenn dein Arzt sie dir empfohlen hat. Jetzt, da du mehr weißt über die topische Anwendung von Steroiden, hoffe ich, dass du dich jetzt ein bisschen sicherer fühlst, wenn du diese Therapie anwendest. Cortison soll immer unser Helfer, also auch dein Helfer sein und nicht unser Feind.